Hallo und herzlich willkommen zurück zum Flüsterton Deutsch. Ich bin Annike, und heute sprechen wir über ein Thema, das viele Sprachlerner kennen, vielleicht auch du gerade jetzt. Wie bleibst du motiviert, wenn du das Gefühl hast, aufgeben zu wollen? Ja, ich weiß, es gibt Tage, an denen fühlt sich alles schwer an. Du lernst schon seit Wochen oder sogar Monaten, aber plötzlich scheint es, als würdest du keinen Schritt weiterkommen. Die Vokabeln bleiben nicht im Kopf, die Grammatik fühlt sich unübersichtlich an, und der Mut sinkt. Vielleicht bist du gerade in einer dieser Phasen. Und wenn ja, dann ist diese Folge genau für dich. Heute erfährst du, warum es normal ist, mal den Antrieb zu verlieren. Praktische Strategien, um dran zu bleiben. Wie du deine innere Einstellung stärken kannst. Und am Ende gibt es noch eine kleine Vokabeleinheit mit wichtigen Wörtern rund um Motivation und Durchhaltevermögen. Also lehne dich zurück, mach es dir bequem, und lass uns gemeinsam wieder Schwung in dein Deutschlernen bringen. Lass uns zuerst einmal klarstellen: Es ist völlig normal, dass du manchmal das Gefühl hast, nicht weitermachen zu wollen. Du bist kein schlechter Lerner, nur weil dir die Motivation gerade fehlt. Ganz im Gegenteil, du bist jemand, der sich auf eine große Herausforderung eingelassen hat. Und Sprachenlernen gehört definitiv dazu. Aber warum fühlt es sich dann manchmal so schwer an? Nun, unser Gehirn liebt Fortschritt, den wir sehen können. Wenn du zum Beispiel am Anfang standest, hast du jeden Tag etwas Neues gelernt. Du konntest plötzlich Hallo sagen, dich vorstellen oder einfache Sätze verstehen. Doch mit der Zeit wird der Fortschritt subtiler. Plötzlich geht es nicht mehr um einzelne Wörter, sondern darum, wie man Nebensätze bildet oder den Konjunktiv 2 verwendet. Das ist ein Zeichen dafür, dass du wirklich tiefer eintauchst, aber es fühlt sich vielleicht nicht immer nach Erfolg an. Oft kommen noch andere Faktoren dazu. Vielleicht hast du wenig Zeit. Vielleicht fühlst du dich überfordert. Oder du machst Fehler und zweifelst an dir selbst. Aber hör gut zu. Das gehört zur Reise dazu. Jeder Sprachlerner, auch Muttersprachler beim Erlernen einer neuen Sprache, kennt diese Tiefen. Die gute Nachricht? Du musst nicht jeden Tag hochmotiviert sein. Du musst nur oft genug dranbleiben, bis du wieder den Schwung findest. Okay, du hast jetzt gehört, es ist normal, mal aus dem Rhythmus zu kommen. Jetzt geht es darum, dich wieder in Gang zu bringen. Ich möchte dir heute ein paar praktische Strategien mitgeben, Dinge, die du wirklich umsetzen kannst, auch wenn dir gerade der Schwung fehlt. Strategie Nummer 1: Setze kleine Ziele. Vergiss fließend sprechen in 30 Tagen. Das ist unrealistisch und macht dich nur frustriert. Stattdessen, setze dir winzige, erreichbare Ziele. Zum Beispiel: heute 5 neue Vokabeln lernen. Eine kurze Folge eines Deutsch-Podcasts hören. Ein Kompliment auf Deutsch schreiben und aussprechen. Kleine Siege fühlen sich gut an, und sie sammeln sich. Strategie Nummer 2: Feiere deine Erfolge. Hast du einen Satz verstanden, ohne ins Wörterbuch zu schauen? Hast du etwas wiederverwendet, das du vor einer Woche gelernt hast? Dann gratuliere dir selbst. Schreibe es auf. Sag es laut. Teile es jemandem. Das Gehirn liebt Belohnung, und so baust du langfristig eine positive Verbindung zum Lernen auf. Strategie Nummer 3: Mach es dir Spaß. Wenn du dich beim Lernen quälst, hältst du nicht lange durch. Also,
Finde Formate, die dir gefallen. Magst du Serien? Schau deutsche Shows mit Untertiteln. Magst du Musik? Hör deutsche Songs und versuche, den Text mitzusingen. Bist du visuell unterwegs? Nutze Apps wie Anki oder Quizlet, um spielerisch zu lernen. Je mehr du Freude findest, desto leichter wird das Lernen. Strategie Nummer 4: Sei konsistent, nicht perfekt. Du musst nicht jeden Tag stundenlang pauken. Aber tue jeden Tag etwas. Selbst 10 Minuten reichen. Lies einen Text. Höre eine Minute. Spreche einen Satz laut. Es geht nicht um Quantität, sondern um die Gewohnheit. Und Strategie Nummer 5: Erinnere dich an dein Warum. Warum hast du überhaupt angefangen, Deutsch zu lernen? Vielleicht, um in Deutschland arbeiten zu können. Um mit deiner Familie oder Partnerin sprechen zu können. Um Reisen besser genießen zu können. Oder einfach, weil du die Kultur liebst. Wenn du wieder Zweifel hast, stelle dir diese Frage nochmal. Warum mache ich das eigentlich? Dein Warum gibt dir Sinn. Und Sinn gibt dir Kraft. Okay, du hast jetzt einige praktische Strategien gehört. Aber es gibt noch etwas, das mindestens genauso wichtig ist: dein Mindset. Es geht nicht nur darum, was du tust, sondern auch, wie du dich selbst dabei behandelst. Sprachenlernen ist eine emotionale Reise. Manchmal fühlst du dich stark, manchmal unsicher. Und das ist okay. Ich möchte, dass du dir eines klar machst. Du bist nicht faul. Du bist nicht schlecht in Deutsch. Du bist einfach gerade in einer Phase, die alle Lerner durchlaufen. Also sei gut zu dir selbst. Wenn du einen Tag auslässt, ist das kein Scheitern. Wenn du Fehler machst, ist das kein Rückschritt. Das ist Teil des Prozesses. Ein kleiner Tipp: Spreche mit dir selbst wie mit einem guten Freund. Wenn ein Freund sagt, ich kann das nie, würdest du ihm sagen, doch, du schaffst das. Dann tu das Gleiche für dich selbst. Und wenn du merkst, dass du den Mut verlierst, dann versuche Folgendes. Lege dir Affirmationen zurecht. Kleine Sätze, die dich stärken. Zum Beispiel: Ich mache Fortschritte, auch wenn sie manchmal unsichtbar sind. Jeder Tag bringt mich ein Stück weiter. Es ist okay, Fehler zu machen. Davon lerne ich. Ich bin motiviert, auch an Tagen, an denen ich es nicht fühle. Und vergiss nicht, du bist nicht alleine. Millionen von Menschen auf der Welt lernen gerade Deutsch. Es gibt Communities, Lehrer, Freunde und natürlich diesen Podcast, die dich begleiten. Also bleib dran. Gib nicht auf. Dein Deutsch wird jeden Tag ein bisschen besser. Jetzt möchte ich dir ein paar wichtige Wörter und Redewendungen vorstellen, die dich nicht nur beim Verstehen unterstützen, sondern auch helfen können, deine Gedanken auf Deutsch besser auszudrücken, besonders wenn es um Motivation geht. Wenn du möchtest, kannst du dir ein paar dieser Sätze heraussuchen und sie jeden Tag laut wiederholen, als kleine Motivationsroutine in Deutsch. Und wer weiß, vielleicht findest du bald Gefallen daran, sogar deine Gedanken auf Deutsch zu führen, wenn du dir selbst Mut zusprichst. Du hast es bis hierher geschafft, und das allein zeigt schon,
wie motiviert und entschlossen du bist. Egal, wie schwer es sich manchmal anfühlt. Du bist auf dem richtigen Weg. Es ist okay, Zweifel zu haben. Es ist okay, mal müde zu sein. Aber du hast die Kraft, weiterzumachen. Und ich glaube fest daran. Jeder Tag, an dem du dich dafür entscheidest, Deutsch weiterzulernen, ist ein Tag, in dem du wächst. Also hör jetzt nicht auf. Setze ab morgen einen kleinen Schritt. Lies einen Satz. Hör eine Minute. Spreche etwas laut. Und erinnere dich daran, du bist nicht alleine. Wenn du magst, dann schreibe dir jetzt gleich ein kleines Ziel für die nächsten 7 Tage auf. Etwas, das du jeden Tag schaffen kannst, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Und teile deine Erfahrung gerne mit anderen Lernenden. Wenn du diese Folge gehört hast und wieder neuen Mut gefunden hast, lass es mich wissen. Zum Abschluss noch ein letzter Motivationsschub aus der Welt der Zitate. Der Weg ist das Ziel. Konfuzius. Weil es nicht nur ums Ankommen geht, sondern um jeden Moment des Lernens, Wachsen und Entdeckens. Danke, dass du heute hier warst. Bis zum nächsten Mal, und vergiss nicht: Du wirst besser, jeden Tag ein bisschen mehr. Bleib dran. Mach weiter. Du schaffst das. Tschüss und viel Erfolg.